Moin Leute, hier schaut Mo von VR. Ich bin Mutansen und ich war super neugierig auf Pavlov VR für die PlayStation VR. Ich hoffe ihr auch, denn der Entwickler hat irgendwie eine Aussage getroffen, die ich recht dramatisch fand. Er hat nämlich auf Nachfrage nach der Performance der PlayStation VR 2 einfach konkret gesagt, die ist 10% performanter als ein PC mit einer RTX 3090 Ti. Ja, das ist einfach unfassbar viel Power, was in bestimmten Verhältnissen sehr schwierig zu glauben ist. Aber man kann natürlich auf der PlayStation 5, die nominell weniger Teraflops hat, aber more close to metal zu programmieren ist und dann mit dem Forward Rendering auch noch Performance spart, natürlich deutlich mehr rausholen als da von den Teraflops erstmal anzunehmen ist. So, jetzt bin ich hier und jetzt muss der junge Mann auch mal beweisen, dass diese Aussage stimmt. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein. So. Und ja, okay. Das ist das Pavlov Tutorial. Okay, Leute, also To close the buy menu, keep the right stick centered and press R2. sowas will ich nicht. Pistole, SMG? Rifle? Oh nein, die kann ich mir nicht kaufen. Why? Kann ich mir auch nicht kaufen. Eine Pistole, dafür reicht's. Na gut. Okay. Okay. So, ihr wisst, was hier verlangt wird, was ich von mir verlange. Wir machen natürlich jetzt eine möglichst gute Analyse. Das Bild ist tatsächlich scharf. Ja, es ist wirklich scharf. Also für PlayStation VR 2 Verhältnisse würde ich sagen, spielt das in Oberfeld mit. Und wenn ich hier so rausgucke, es ist komplett klar. Später auf dem 2D-Video werde ich und ihr sehen, inwieweit sich das Dynamic Forward Rendering auswirkt. Ja, den Test können wir nachher mal machen. Ich bin jetzt zu neugierig. Ich will erstmal alles anfassen und erfahren, wie sich das Schießen anfühlt und so. Also, es ist super scharf. Ich drehe mich um meine eigene Achse. Ja, super flüssig. Krass. Und wir können uns kurz die Einstellungen angucken. General, hier, eine Vignette. Wenn ihr VR-Anfänger seid, unbedingt einschalten. Ja, ich brauche das nicht, ich habe keine Probleme. Hier ist eine gute Sache. Crossplay Multiplayer Enable. Ihr könnt Crossplay machen mit dem PC, schätze ich. Ich weiß nicht, ob das auch mit Pavlov Shark funktioniert auf der Quest. Muss man rausfinden. Left Eye Rendering kann man einstellen, wenn man Linksäugler ist. Nee, Linkshändler wahrscheinlich, um das Aiming auch abzubilden. Dann haben wir Free Spectating, Achso, das ist ja alles Spielinternas, die sind jetzt nicht so relevant. Haptik steht hier auf 100. Input, Dominanter ist bei mir rechts, das stimmt. Input Vektor, was? Okay. Smooth Turn kann man die Geschwindigkeit einstellen, man kann aber auch Snap Turn machen. Das habe ich schon gesehen. Artificial Turn, okay. Und bei Audio habe ich jetzt hier die Musik ein bisschen runtergeregelt, damit ihr mich am besten hören könnt. Ja, Musik ist eh nicht so bombastisch hier. Alright. Dann gucken wir, wie es weitergeht. Das sieht wirklich gut aus. Ich bin bei Pavlov nicht auf dem Laufenden. Ich habe aber gelesen, dass es schon eine Beta gibt, die mit der Unreal 5 Engine läuft, 5.1 oder so. Ich weiß nicht, ob es das hier auf der PlayStation auch tut. Es sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Also, versteht mich nicht falsch, das ganze Crafting hier ist sehr gewöhnlich, ja. Also alle Details sind sehr durchschnittlich und nicht sehr stylisch. Aber das ganze Lightning und so macht eigentlich gerade einen sehr guten Eindruck. Keine Ahnung, ob es hier Echtzeit, Licht oder sonst was gibt. Aber hier ist sogar von dem roten Licht, das kann man erkennen, zumindest in die Locations das rote Licht reingearbeitet, das auch
naja, dass der Effekt von Global Illumination entsteht, ja. Und das ist natürlich sehr gut für die Optik allgemein. Und das ist auf keinen Fall Echtzeit, aber das kann die Unreal 4 Engine, wahrscheinlich ist es die Unreal 4 Version hier, ich weiß es einfach nicht. Das kann die auch alles und demzufolge fantastische Grafik erzeugen. So, jetzt muss ich schießen. Oh, man greift das Magazin mit dem linken Trigger und zieht durch. Und jetzt fasse ich hier an. Und okay, PlayStation, der Adaptive Trigger zieht sich hier ziemlich schwer durch. Sehr geil. Und es gibt eine Force-Feedback-Geschichte. Fühlt sich gut an. Ich wollte aber auch mal freihändig schießen. Sound ist okay gerade. Also boxt mich noch nicht um, das Geräusch. Aber kann man machen. Fühlt sich hier jetzt vollkommen korrekt an. Remove your magazine by placing your hand over it and pressing L2. Place your offhand over your ammo pouch on your hip and press L1 to hold the weapon with your offhand to stabilize. Ey, warum will er denn immer, dass ich mit 2 Händen schieße? Sind wir jetzt fertig? Press L1 to hold the weapon with your offhand to stabilize it. Ist da noch jemand? Ja, da ist noch jemand. Press So. R1 to drop your weapon. R1. R1. Drop the weapon using R1. Bin ich gerade blöd? Was ist R1? Ach so, die Hand wieder loslassen, oder was? Drop the weapon using R1. Die ist jetzt Place your aber... dominant hand over your shoulder and press R1 to equip your primary. Place your offhand over your ammo pouch on your hip and hold L2 to grab a mag. Place the magazine. Grab the charging. Fühlt sich gut an, fühlt sich gut an. Shoot the targets to continue. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Press circle to remove your magazine. Place your offhand over your ammo. Grab the charge. Press L1. Shoot the target to Die continue. Tutorial-Stimme ist ja schlimm, aber wie es sich anfühlt hier, ist der Irrsinn, Leute. Das ist korrekt. Press R1 to drop your weapon. Zack, so hier loslassen und jetzt Trigger-Button. Sie haben das tatsächlich so gemacht, dass man die Trigger-Button nicht permanent drücken muss, um eine Waffe zu halten. Ja? Das ist mit dem mit dem Digital-Trigger hier vollkommen richtig. Zack. Place the attachment over the Picatinny rail and hold L2 to select the location. L2. When the attachment is in the desired. To remove attachments, hold the weapon. To remove the attachment. Okay, man kann hier press R1 to drop your Attachments weapon. dran und weghauen. Jetzt soll ich die mal wieder Proceed wegschmeißen. through the open doors to continue. Mache ich, mache ich. Es fühlt sich alles komplett richtig an, wie das sich hier Dominant anfühlt. hand, use R1 to grab the grenade off your vest. Place your hand over the grenade pin. Hold L2 and pull the pin. Ich habe die Granate fallen gelassen. Scheiße. Press R1 to begin cooking the grenade. Press R2 to release the grenade while throwing it. Ja. Das habe ich nicht gepeilt. Okay. Nochmal. Bitte nochmal, Professor. With your dominant hand, use R1 to grab the grenade. Place your hand over the So, grenade pin. ich zieh ab. Press R1 to begin cooking the grenade. Ich beiz nicht, Leute. Aber ich habe mich nicht selber Place getötet. your hand over the grenade pin. Hold L2 and pull the pin. Nochmal. Also mit linken Trigger Press abziehen. R1 to begin cooking the grenade. Cooking the Granate mit... Warum? R1 ist doch Trigger, oder bin ich blöd? Proceed through the open Hat doors. funktioniert. Das muss ich nachher in Ruhe studieren. Ist mir jetzt egal. Also es sieht wirklich toll aus hier. Ja? Das ist Hammer. To arm the bomb, enter the digits that are displayed in the top left corner using your hand. Was willst du von mir? Use your finger to enter Digi Display. Ja, hier. Und nun?
Top left. Ach so, ich soll da drücken, wo die Hand gerade abgebildet wird. Herrgott. To defuse the bomb, enter the code displayed in the top left corner, or purchase a pair of clippers from the buy menu and clip the wires. Entschuldigung, ich habe das noch nicht gespielt, deswegen weiß ich sowas nicht. Okay, okay. To open the main menu, press the Options button on your right controller. You could recenter while in the menu by pressing triangle. Was? Press Options Button, okay, To und close dann... the main menu, Okay, okay. press the Options button on your right controller. Okay, ich denke mal, Training haben wir unter uns. Shooting Range. Ne, die gucken wir uns jetzt nochmal an. Oh Gott, diese Zwischenbilder sind ja schräg. Alright, okay. Übrigens, okay, das ist interessant. Hier in der Shooting Range jittert es jetzt ganz leicht. Ja, auch wenn ich hier nah rangehe. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, diese hellen Kanten, wo sich das Licht bricht, die jittern. Und auch hier die Schrift, wenn ich hier stehe, die kann man eigentlich kaum lesen. Wenn man rangeht, ist alles scharf. Interessant. Was mache ich denn jetzt hier? Wie läuft denn das? Ich will das Gewehr ausprobieren. Was macht man denn hier? Ach so, okay. Entschuldigung. So, übrigens, die Haptik, also die optische Haptik des Gewehres hier, die finde ich eigenartig. Komische Shader-Auswahl. Der Shader hier, und jetzt wird es richtig kompliziert, Leute, hat mir irgendwie einen zu starken Fresnel-Effekt. Ja, genau, das gibt es auch bei Shadern. Ich lasse mir jetzt aber nicht die Zeit, das zu erklären. Oh, hier das Scope fühlt sich sehr gut an. Auch das Haptik-Feedback und so weiter, richtig geil. Fett, Leute. So. Ich weiß leider noch nicht, wo ich die Waffe hingraben kann. Macht man das hier an der Seite bei diesem Ding oder hinten? Oh ja, hinterm Rücken, alles klar. So, Granate, ziehen, kochen und werfen. Funktioniert ja. Ich habe es nicht sehr lange kochen lassen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So, und hier wird's vogelwild, Leute. Alter Schwede, hier kann man sämtliche Waffen ausprobieren. So, die Sounds finde ich ein bisschen dünn, muss ich sagen, ja? Also, das flasht mich jetzt nicht. Man kann aber natürlich auch mit einem Equalizer hier den Sound generell auf der Playsee bassiger einstellen, dann dürfte das knallen. Fühlt sich sehr geil an. Was ist das dann bitte für eine Knarre? Was? Oh mein Gott. Ja, PlayStation VR 2 Haptik-Feedback. Meine Fresse, Leute. Ey. Oh Gott. So müssen sich Shooter anfühlen. Mit diesem Ding hier habe ich meine komplette Call of Duty-Karriere vor 170 Jahren verbracht. Ist das geil. Kriege ich das hin? Rausnehmen. Neu rein. Irgendwas spannen. Yep. Also rausnehmen und alles ist immer mit Trigger. Was ich eigentlich ein bisschen komisch finde, weil, naja, wobei, ich weiß auch nicht, macht jedes Spiel anders, hat mich immer verwirrt. Großartig. Probieren wir nochmal eine Pistole aus. Wow, hier eine Deagle. Oder Eagle? Oh, wow. Zweihand. Fett. Unfassbar fett. Unfassbar. Was ist das denn für ein geiles Ding? Die Scopes hier machen richtig Spaß. Ja, die haben auch so einen ganz leichten Verzerrungseffekt. Oh Gott, ist das alles cool, Leute. Ich drehe durch. Pumpgun. So, wenn die jetzt nicht, wenn die jetzt nicht pumpt und gunnt, dann weiß ich auch nicht. Ah ja. Hätte ich fast ein bisschen mehr Wumms in den Feedbacks erwartet, aber was soll's? Was ist das? Unfassbar, Leute, unfassbar. So, dann haben wir hier, wir nehmen mal eine gute alte Kalaschnikow, ne? Kannst du bitte mal
20 Meter nach hinten gehen, Bro. Oh, es ist aber wirklich bemerkenswert. Jedes Gewehr fühlt sich irgendwie anders an. Ich kann das jetzt leider nicht mit den echten Varianten vergleichen. Aber was komisch ist, der Sound der Gewehre, der klingt, als wenn er hier vorne ist, ja, was wahrscheinlich richtig ist. Aber irgendwie ist der mir zu dünn und zu blechern gerade. So, noch so eins. Oh Gott. Aber es ist ein unfassbares Gefühl, Leute. Mit dem Haptic-Feedback hier, das knallt richtig rein. Haben wir noch eine Waffe, die total geil ist und ausprobiert werden muss? Nö. Das reicht erstmal, oder? Was ist das denn? Der sieht ja auch cool aus. So, aber das Shading der Waffen boxt mich nicht weg. Guckt euch das mal an hier. Die sieht aus, ja, als wenn da wirklich nur so ein Fresnel und Fong-Shading drauf ist. Aber nicht dieses übliche, dass sie so zerkratzt sind und Blurred Reflection haben und so. Also Pavlov. Oh, der allerdings, der sieht ein bisschen dedizierter aus. Aber es kommt bei weitem nicht an Sachen ran, die wir schon in der letzten Generation auch gesehen haben. Ja? Also die Waffen in zum Beispiel Firewall sehen unfassbar besser aus. Aber ohne Scheiß, Leute, ist irgendwie auch egal, ne? Dusch. Aber wir können noch ein bisschen Effekte ausprobieren. Das hier ist vielleicht eine Rauchgranate. Zeig mal, was du kannst. Okay. Ja, kann man machen. Haben wir hier auch noch so einen Flashbang oder sowas? Ja. Haben wir. Ah, cooler Effekt. Alright. Und jetzt bin ich einfach zur Tür raus, wie sich das gehört. Nee. Hä? Oh mein Gott! Ah ja, oh Gott, der Pavlov hat ja auch so einen Zweiter Weltkrieg-Modus, Leute. Oh Gottes Willen. Das ist ja krank. Oh. So, das probiere ich jetzt aber nicht alles aus. Das können wir uns aufheben für Tausende von Jahren Livestreams, die wir hier machen werden. Das ist ja wohl logisch, oder? Das ist ja abgedreht, Leute. Unfassbar. Oh, ich kann einen Helm. Bitte sag mir nicht. Ist das verrückt? Ich gehe zur Tür raus. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Achso, die Shooting Range. So, Shooting Range, Killhouse. Ja, machen wir einmal so eine Killhouse-Session, ne? Dann haben wir es auch mal hinter uns. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt viele PlayStation VR-Spieler unterwegs sind. Achso, konzentrier dich. Ja. Oh, den habe ich nicht erwischt. Scheiße. Nehmen, laden, boom. Geht einem gut von der Hand. Die hier wollen gar nicht, oder? Das ist kein gutes Timing, was ich habe. Irgendwie ist hier was kaputt. War's das? Muss ich irgendwas machen? Muss ich irgendwo hin? Bin ich falsch? Was läuft hier? Ich hab's verbaselt. Moment. Hand loslassen. Bum, bum. Also, dass die Hand vorne... Wartet mal. Ich mache erstmal fertig hier. Ach so, jetzt bin ich ja nochmal drin. Na gut. Ihr wisst, wohin es geht. So, ich sage jetzt, um hier niemanden zu belästigen, Play Offline. Wir haben nämlich verschiedenste Modis. Entschuldigung, Modi ohne S, mein Fehler. Oh, hier sind Leute unterwegs, das mache ich jetzt aber erstmal nicht, sondern wir gucken mal, was es hier alles gibt. Es gibt nämlich Team Deathmatch, Search and Destroy, dann gibt es einen Zombie-Mode, Hunt, Confront, Unlimited Bots. Achso, das ist so eine Art Wave-Shooter, nehme ich an. Gun, Kill with all the weapons. Dieser Spielmodus ist geil. Ich lasse mal auf Easy, ja. Aber wir spielen jetzt Gun.
Und ich lasse mich mal... Dieses Zwischenbild ist schlimm. Was soll denn das, ey? So, ich habe jetzt hier irgendwie etwas. Ich finde die Maps hier nicht besonders gut gestaltet. Ja? Also das, was sie hier gemacht haben, das sieht immer so ein bisschen aus wie 3D von den letzten paar Jahren, von vor 10 Jahren. Muss ich echt sagen. Ja, es ist nicht schön. Was ist denn hier? Stirb doch mal. Nee, erstmal abnehmen, dann rannehmen, dann irgendwo so. Okay, da muss man näher ran. So, man kriegt immer eine neue Waffe, sobald man einen Kill gelandet hat. Die Bots sind hier aber auch nicht sehr helle. Okay, okay. Könntest du mal sterben? Bitte, jetzt? Der Modus ist schräg. Die Laufgeschwindigkeit ist hier so okay. What? Oh, habe ich mich erschrocken. Scheiß die Wand an. So, reicht erstmal. Ich will euch nicht zu sehr langweilen. Im Team Deathmatch hoffe ich, dass wir Maps aussuchen können, damit wir uns mal ein paar verschiedene angucken. Hm, vielleicht auch nicht. Wartet mal. Okay. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Nachladen her. So, ist gut. Irgendwo schießt da von oben jemand auf mich. So, wie gesagt, das ist ein Team Deathmatch jetzt gegen Bots, ne? Nicht verwechseln. Ein Freund. Nein, das war ein Feind. Und zwar Mike. Mike, warum? In den Schriften und in den Texturen, hier diese komischen Aufsteller, da hat man ein bisschen Jittering. Ja? Aber im Großen und Ganzen sieht es eigentlich clean aus. Finde ich aber auch ganz gut, wenn die Entwickler mit dem Anti-Aliasing übertreiben, wird das Bild ja immer so ein bisschen geblurrt. Und offensichtlich haben sie hier auch die Option gezogen, dass sie sagen, okay, wir machen ein bisschen... Okay. Bisschen... Oh Gott, fuck, erschrocken. Ein bisschen jitterig. Nee, eigentlich kann man das nicht sagen. So, bei den Details da ganz hinten, die Fenster, ja, die wackeln auch so ein bisschen. Aber es ist auch Day One Release. Als ich hier gestartet habe, hat er auch nochmal kurz vorher ein Update geladen. Fuck, mein Magazin. Tut mir leid, ich kann das ja nicht. Warum? Ich habe keine Waffe. Jetzt habe ich auch gerade mein Messer weggeschmissen, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Oh Gott. Ich stehe im Zimmer. Ich bin fast umgefallen. Kann ich dessen Waffe nehmen? Tatsächlich. Keine Munition mehr. Oh mein Gott. Na gut, na gut. Also von der Optik her ist jetzt die Engine zwar aktuell, aber die Pavlov-Leute sind jetzt keine großen Gestalter, ja. Also Firewall Zero Hour sieht unfassbar besser aus und das auf der alten PlayStation 4. Nur da war es halt nicht scharf, aber das kriegen wir jetzt auch noch in scharf. So, was kann ich mal machen, damit wir hier unterschiedliche Maps haben? Ah, jetzt habe ich es gesehen, glaube ich. Das war meine Schuld. Wir machen Gun-Modus und hier geht es los. Okay. Was nehmen wir denn mal für eine Map? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist auch nicht gerade umwerfend viele. Aber wir gucken mal die, Confirm und Start. Ich glaube, die PC-Version hat Mod-Support, ja, dass man sich da alle Maps reinbasteln kann.
Weiß nicht, ob die PlayStation-Version sowas auch kriegen könnte. Ach, das sieht aber richtig schick aus hier. Das ist nett. Das habe ich schon mal im Pavlov Schack gesehen. Ja, auf der Quest etc. Da kommt es nicht ansatzweise ran. Ich fand auch auf dem PC, dass Pavlov immer wirklich fürchterlich aussah. Aber hier mit dieser neuen Engine etc., das fängt an, Sinn zu machen. Das sieht gerade gut aus, was die Technik angeht. Ja. So Kleinigkeiten wie das Scaling sind hier. Ja, Character. Ich treffe den Sack nicht. Das war, oh! Oh wow, der hat mich getroffen und es gab ihm fett Feedback im Kopf. Das ist cool. Ja Leute, also hier wird man richtig Spaß haben. Das kann ich euch schon prophezeien. Irgendwie manche Charakter stehen nur da und warten. Komisch. Ja, und auch so Kleinigkeiten, dass die Helme wegfliegen und so. Das ist natürlich großartig. Ja, und auch hier spürt man, dass die Engine halt die Global Elimination mit eingebacken hat. Also hier das Rot. Wartet mal. Das Rot von dieser Wand wird halt zurückgeworfen auf die graue. Ich erzähle es nur so schnell, ja, damit ihr ungefähr wisst, was ich meine. Und wie gesagt, wenn man jetzt noch fähige Leute dran lässt, die sich mit Gestaltung und Shading auskennen, dann wäre das hier vollkommen abgefahren. So sieht es jetzt gestalterisch sehr durchschnittlich aus, aber technisch ist ja alles cool. Jetzt habe ich wieder die... Wer schießt denn hier? Mit dem Ding? Ah ja. Ich wollte gerade sagen, mit dem Ding kann ich nicht zielen. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen kann. Kann ich auch... Ja, laufen kann ich mit Stick runterdrücken, aber ob ich springen kann oder so, weiß ich gar nicht. Eher nicht. Gibt auch sowas, sehr schön. Ja, Leutchen, das sollte nur ein erster ganz schneller Test sein. Ihr kennt jetzt die Art der Videos, die ich gerade für die PlayStation VR 2 mache, ja. Da geht es noch nicht so richtig um Gameplay oder so, sondern erstmal um Technik und checken, wie das umgesetzt ist auf dieser Hardware. Und hier tatsächlich Daumen hoch, fantastisch. Ich glaube aber immer noch, dass man aus einem PC mit einer RTX 3090 Ti mehr rauskriegen würde. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist ganz schön überzogen. Aber die Version hier fühlt sich gerade perfekt an auf der PlayStation VR 2. Ja, das muss man auch sagen. Also ultra perfekt wäre, wenn noch die ganz kleinen Jitters verschwinden. Die sind aber vernachlässigbar tatsächlich. Ja. Also hier in den Pflanzen sieht man es auch so ein bisschen. Ist ein klassisches Problem. Hier sind sehr feingliedrige Sachen in den. Ich glaube, das ist dann auch Geometrie oder Textur. Ah, schwer zu erkennen von Weitem. Müsste ich mal ran an eine Palme. Und das ist so ein Klassiker, ne? Wenn das Anti-Aliasing nicht 100% perfekt ist, dann jittert das in diesen Bereichen. Aber aua. Autschi, lass das doch. So, also hier hat man sehr, sehr viel zum Spielen. Ja? Ihr könnt auch so einen Zombie-Modus machen, wo ihr dann gejagt werdet und die ganzen Multiplayer-Dinger. Gut, Respekt. Also, der Entwickler hat den Mund ziemlich voll genommen, aber er liefert ab. Definitiv. Ich bin begeistert. Hier fühlt sich alles richtig und richtig gut an und das ist ein solider Titel jetzt. Ich freue mich tatsächlich, denn das ist erst der Anfang. Wir werden hier richtig viele und krasse Shooter bekommen. Für jeden, für alles, was man haben möchte. Ich verabschiede mich mal in der U-Bahn-Station, wenn es recht ist. Ja, die Maps sind jetzt nicht so zahlreich, finde ich. Aber es ist echt... Ich muss immer sagen, Leute, das ganze Shading hier, auch wenn das jetzt Unreal 4 ist, fühlt sich an wie Unreal Engine 3, höchstens. Es sieht gut aus, aber es ist nicht mehr zeitgemäß. Und das ist aber, wie gesagt, keine Technikfrage, sondern es ist hier was Gestalterisches. Also die Art und Weise, wie hier
Shader ausgesucht und aufgestellt wurden. Ist halt so ein bisschen oldschoolisch. Deswegen sieht alles ein bisschen, also es fehlt der Kontrast, ja, auch hier bei solchen Brushed Metal Geschichten. Texturauflösung ist hier auch, naja, ja. Aber, wie gesagt, es ist Day One, ja, das kann ab jetzt nur noch besser werden. Und ich finde das schon nahezu perfekt. Und ich wollte mich eigentlich verabschieden. Ihr seht schon, ich kann nicht aufhören. Ich bin auch schon heiser gequatscht. Alright, Leute. Hier so bei der Weitsicht geht das auch alles noch super klar. Fantastisch. Echt super. Jetzt bin ich gespannt. So, schreibt mir mal bitte unbedingt tausende Kommentare, was ihr sagt. Ja. Ich weiß, ihr denkt immer, wow, Motensen, der hat so gut, der kann das alles austesten. Nein. Ich will das mit euch machen. Ich will wie 2016, dass wir zusammen hier das erste Mal alles entdecken und uns riesig freuen etc. Ja, das fehlt mir. Leute, die nächsten Wochen möchte ich das mit euch zusammen erleben. Das wird so fantastisch. Alright, dann Däumchen unter dem Video wäre auch noch eine richtig nette Aktion. Und damit bin ich erstmal raus. Motensen, Mofan VR. Immer für euch da. Beinahe sterbe ich hier wieder. Ciao, ciao.